Ja, meine Zeit in Finisterre geht vorbei. Ich stehe hier gerade am Bus und jetzt geht es auch gleich Richtung A Coruña und von A Coruña noch mal ein bisschen weiter nach Ferrol, wo dann mein Camino Inglés starten wird. Und zwar heute schon. Also irgendwie zwischen Vorfreude und natürlich auch ein bisschen, ja, Wehmut, dass man jetzt schon wieder Leute hinter sich lässt. Aber das ist ja immer so irgendwie, ne? Ich kenne das auch schon. Trotzdem ist es ein blödes Gefühl und man hat es nicht so gerne, weil man hätte am liebsten, dass die Leute weiter bei einem sind. Aber es geht halt nicht. Nicht immer so, wie man will. Und deshalb geht es jetzt in den Bus nach A Coruña. Los geht's. So, ich bin mittlerweile angekommen in Ferrol, dem kleinen Hafenstädtchen, auch am Atlantik natürlich. Und los geht's für mich jetzt auf den Camino Inglés, 120 Kilometer. Ich habe 4 Tage und den Rest von heute. Eigentlich 3 ganze Lauftage, weil am letzten Tag muss ich mittags da sein und heute ist es schon spät, es ist gleich 2 Uhr. Dementsprechend werde ich heute 15, 16 Kilometer laufen und mir dann die erste Herberge nehmen, die es hier so auf dem Weg gibt im Grunde. Und da bleiben und dann morgen kommt die erste längere Etappe, eine Ganztagesetappe dann. Heute, wie gesagt, halbe Etappe, halber Tag. Das passt ganz gut, kann mich wieder so langsam ans Laufen gewöhnen nach den Ruhetagen gestern und vorgestern ist das okay. Ich freue mich drauf. Englischer Weg. Let's get started. So, die ersten 500, 700 Meter sind gemacht und wieder mal schöne Allee. Das haben die Spanier raus. Das können die, auch die Portugiesen. Ne? Wenn du hier irgendwie so einen öffentlichen Platz hast, sieht das immer irgendwie ganz schön aus. Und es lädt zum Verweilen ein. Anders als so oft in Deutschland. Meistens ja ähnlich. Ja. Weiter. So, das erste Mal so ein bisschen das Städtchen wirklich verlassen. Raus aus der direkten Zivilisation und ins erste Waldstück hinein. Sehr schön hier. Kühlt auch direkt ab. Wurde auch gerade ein bisschen warm, muss ich ja sagen. Ja, Ferrol hat mir nicht unglaublich schön, fand ich. Aber ja, hat mir eben nicht so ganz gut gefallen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, die nächsten Tage werden schöner. Es ist eigentlich immer so, je größer die Stadt, und dann noch mit dieser Bucht, mit diesem Hafen hier. Ne? Da muss man einmal raus, irgendwann sieht es dann wieder anders aus. Etwas schöner, etwas freundlicher. Hoffe ich doch mal. Ich denke schon. Nun, weiter geht's. So. Die ersten 13 Kilometer sind gemacht auf dem Camino Inglés. So 2, 3 noch, dann bin ich an der Herberge. Dann haben wir den halben Tag erfolgreich rumgekriegt. Ja, eigentlich angenehm das Wetter heute hier. Morgen soll es richtig beschissen werden. Übermorgen noch schlimmer. Also entspanne ich mich, glaube ich, heute noch mal ein bisschen. Und danke, ein bisschen Kraft für die nächsten 2 äußerst regnerischen Tage.
Ja, sieht jetzt noch nicht so aus, ne? Aber naja, hoffentlich wird es weniger als 30 Liter. Das wäre doch toll. So langsam geht der erste Tag auf dem Camino Ingles dann auch zu Ende. Ich war gerade noch ein bisschen Abendessen, hatte ein Pilgermenü mit einer ordentlich deftigen Portion. Ja, ich glaube, die Energie werde ich morgen brauchen. Und ich hoffe, dass morgen alles gut wird. Das Wetter sieht nicht so gut aus. Könnte regnen. Also wird wahrscheinlich regnen und dann auch nicht so wenig. Das ist natürlich bei einer sehr langen Etappe, die auch noch sehr bergig ist, nicht unbedingt super günstig. Aber muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen, ne? Jetzt stecke ich jetzt ja hier. Oh, wird schon irgendwie gehen, oder? Wie wir ja immer sagen, ne? You can make it. Das wird schon gehen. Also, ich trinke jetzt noch ein Bier draußen, rauche noch ein und dann geht's ins Bett. Hasta luego. Einen wunderschönen guten Morgen. Der zweite Tag meines Camino Ingles beginnt soeben. Gerade die Herberge verlassen. Die Tracking-App läuft. Die Laune ist soweit ziemlich gut. Noch regnet es nicht. Deshalb ist die Laune auch gut. Das wird sich irgendwann aber ändern. Und dann wollen wir mal schauen, wie es mit der Laune so ist. Wie gesagt, heute viel bergauf und auch viel bergab. Und ein sehr langer Tag. Also auch von den Kilometern, das werden wohl die 34, 35 werden. Könnte das heute ganz schön fordernd sein. Deswegen verlege ich jetzt auch keine Zeit und laufe einfach mal los. Und wenn es in dem Dörfchen keine Frühstücksmöglichkeit gibt, na gut, dann halt in 13 Kilometern. Also Frühsport. Auf geht's, wir starten den Tag. Endlich bin ich wieder im Wald. Viel schöner hier als unten bei den kleinen Dörflein. Ja. Bin weg vom Atlantik. Gucken, wo es heute so hingeht. Keine Ahnung, wie es da aussieht. Aber wahrscheinlich irgendwie so wie überall in Galicien. Waren schon ein paar ganz gute Rampen am Anfang gerade dabei. Also nicht zu viel versprochen. Mit den Steigungen. Ja. So, vor mir liegt das schöne Städtchen Ponte di Ume. Sieht auf jeden Fall von hier aus schön aus. Ich überquere gerade jetzt hier nochmal den Fluss. Ja, ihr wisst schon. Atlantik / Fluss / See, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier schon noch der Atlantik ist oder noch schon ein See oder was oder wie, oder ob das ein Fluss ist, keine Ahnung, ist auch egal. Ja, und da gibt es doch jetzt mal ein Käffchen. Und ich bin ganz froh, dass ich die ersten 13 Kilometer heute ohne Pause soweit gut hinter mich gebracht habe. Noch ist das Wetter stabil. Noch lange bleibt das aber, glaube ich, nicht mehr so. Ich glaube, das sieht in 2 Stunden anders aus. Deswegen jetzt schnell ein Käffchen und dann zusehen, dass ich noch ein paar Kilometer hinkriege, bis es anfängt zu regnen.
Das wäre mir eigentlich ganz wichtig. Ja, wenigstens die erste Hälfte des Tages schon mal ohne Regen. Also sagen wir mal das erste Drittel. Ja, es fängt an zu regnen. Seit 20 Minuten ist es ganz gut dran. Ja, die Laune leidet. Ist ja klar. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man noch 20 Kilometer vor sich hat und jetzt schon nass ist und jetzt trotzdem den ganzen Tag weiterlaufen muss. Ja, ich wusste es ja seit gestern schon. Also es ist jetzt keine völlige Überraschung, dass das jetzt hier eintritt, aber nervig ist es dann trotzdem immer, wenn es dann so ist. Man hofft ja trotzdem, dass einfach der Regen vorbeizieht oder später kommt oder nicht so stark ist oder was. Naja, nichts davon ist eingetreten. Regen ist früher gekommen als angekündigt. Es sieht auch gerade mehr aus als angekündigt. Egal, muss jetzt trotzdem irgendwie durch. Ne? Jetzt bin ich ja schon nass, ist auch egal, ehrlich gesagt. Jo. Hauptsache mir geht die Batterie nicht aus hier für meinen Kopfhörer. Das wäre wichtig. Also, rein ins Abenteuer. Weiter schwimmen. Staatlich angeordnet. So, ich verlasse so gerade eben das kleine Örtchen Minho. Ja, und vor wenigen Minuten hat es auch aufgehört zu regnen. Zunächst einmal, lieber nicht so laut sagen. Glock, glock, glock. Naja, hatte gerade schon ein Bierchen in der Bar. Die Motivation ist wieder ziemlich groß. Nachdem die letzten 1,5 Stunden wirklich, sagen wir mal, so schön ist anders, ne? Aber man kühlt halt auch einfach aus. Ne? Also sobald man aufhört sich zu bewegen, wenn es regnet, bist du sowieso ein bisschen nass irgendwie. Und dann kommt der Wind, dann ist es jetzt echt gruselig kühl. Und wir haben gerade so 16, 17 Grad nur. Anders als in Deutschland, wo gerade irgendwie weit über 30 Grad herrschen, ist es hier ein bisschen milder. Naja, ist halt Galizien. Ja, für mich geht es jetzt noch ungefähr 10, 12 Kilometer weiter. Dann habe ich heute die ganz große Etappe hinter mir gebracht und kann den Rest etwas entspannter angehen. Die ganz großen 30er plus Etappen sind dann gar nicht mehr notwendig. Also ich habe einen Grobplan im Kopf, so dass ich am Mittwochmittag ungefähr in Santiago bin und nachmittags nach Porto fahren kann und am nächsten Morgen zurückfliegen kann. Also alles durchgeplant, im Kopf zumindest. Jetzt geht es nur darum, dass ich nachher auch noch eine Herberge finde. Ich hoffe mal einfach, dass das klappt. Weil bei dem Wetter draußen zu schlafen, da hätte ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Also tut mir leid, bei aller Liebe, aber das ist echt scheiße. Naja, ich will mich mal nicht so viel beschweren. Bisher hatte ich immer Glück mit den Herbergen. Wüsste nicht, warum das heute anders sein soll. Oder? Nun gut. Viel Gerede, weiter geht's. 12 Kilometer laufen sich ja auch nicht von alleine. Also nehmen wir mal wieder die Beine in die Hand und schauen nach vorne. So, ich bin sehr, sehr gut vorangekommen die letzte Stunde. Ganz so unglaublich weit kann es schon nicht mehr sein.
fisselt immer mal ein bisschen wieder, mal mehr, mal weniger. Aber der ganz große Schwall von heute Mittag, der ist, glaube ich, hoffentlich vorbei. Ja, mit dem bisschen komme ich ganz gut leben, komme ich ganz gut klar. Ich habe heute richtig ein Tempo drauf, Alter. Das ist unglaublich. Wenn man nicht so richtig will und die Motivation schlecht ist, einfach volle Pulle durchziehen, dann geht das schon. Also, kleiner Tipp am Rande. Das Gegenteil von dem machen, was man geneigt ist zu tun. Dann geht es schon irgendwie. Ja, weiter. 4-5 Kilometer bin ich da. Dann habe ich meine 35er auch endlich geschafft. Hallihallo. Ja, manche Leute haben Autos vor der Wohnung stehen, andere eben Pferde, ne? Ist so ganz klar. Ich habe es geschafft. Ich bin angekommen in Betanzos, irgendwie sowas. Direkt am Rio Mandeo, ne, wisst ihr schon. Da halt angekommen. Das waren knapp 33, 34 Kilometer heute. 3-4 Stunden volle Lotte Regen, 3-4 Stunden nix. Ihr könnt euch ja vorstellen, welche Hälfte mir besser gefallen hat. Ne, ist schön hier. Also ein nettes kleines, ich glaube Städtchen. Ist mehr ein Städtchen als ein Dörflein. Ja. Jetzt suche ich mir die Herberge und freue mich ein bisschen auf eine Dusche, auf einen kleinen Snack und auf vielleicht einen kleinen Powernap. Mal schauen.